Ja, wir wissen irgendwie noch nicht, wo wir einsteigen müssen. Unserem Gefühl ist das verkehrt rum. Liste da gehen wir jetzt hin. Gefängnisse für Meerestiere. Ich habe gerade festgestellt, es ist länger hell hier. Es sind 17 Uhr und es ist immer noch, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Also wir fahren jetzt nach Lissabon zum ersten Mal, sind jetzt hier in der Bahnstation und ja, wir wissen irgendwie noch nicht, wo wir einsteigen müssen. Das müssen wir uns jetzt erstmal noch angucken. Wo läufst du jetzt hin? Ja, du musst mir schon sagen, wohin. Wir wollen ja nach Lissabon rein und wir waren gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich hätte ja gesagt, hier auf dieser ersten Linie fährt man in die Stadt rein, aber das ist falsch. Hier geht's aus der Stadt raus. Da hat uns gerade eine freundliche ältere Dame erklärt, dass praktisch diese Seite geht zum Meer und die andere Seite geht zur Stadt. Und aus unserem Gefühl ist das verkehrt rum. Und vielleicht haben die früher Linksverkehr gehabt. Ich gucke mir das gleich mal an, das interessiert mich jetzt. Das ist warm hier. Ich bin vielleicht auch zu warm angezogen, aber das hätte ich gar nicht gedacht. Unten am Wasser, das Wasser ist ja schon relativ kühl. Da ist es deutlich kühler und hier im Hafen ist es auch ziemlich rolly nachts. Und ja, deswegen ist das schön, hier jetzt in der Sonne zu sein und in die Stadt zu fahren. Bin gespannt.
sind hier in einem ziemlich coolen Park. Den haben wir zufälligerweise beim Durchlaufen gesehen. Und also es ist irre, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Bäume, Pflanzen, Tiere. Da vorne, da hinten ist ein Kakteengarten, da rennen lauter Hühner rum. Und vorne am Eingang waren ganz viele Gänse und ja, ist irre. Und Pfauen gibt es und Papageien und was sind die? Wir sind jetzt hier am Bahnhof Oriente angekommen, gehen gleich zum Ozeaneum runter. Und das ist die Metrostation, aber dahinter ist auch gleichzeitig der Busbahnhof und das gehört alles zusammen. Und ich finde das Bauwerk genial. Das ist von Santiago Calatrava, ein spanischer Architekt. Und ich mag seine Werke sehr, weil die so kraftvoll sind, so geschwungen sind und trotzdem filigran. Finde ich ganz toll. Da lacht das Architektenherz. Da lacht das Architektenherz, genau. Weißt du, was mich das erinnert? An was? In Porto, da gab es Diesen Rasen an der Ecke, ne? Ja, der sah genauso aus. Ich finde das echt cool, ne? Der hat Bauhelme als Augen. Finde ich total cool. Cool, oder? Ja. Und da hinten, Christoph, ist das Ozeaneum. Die Kiste da? Ja, die Kiste da. Kiste da. Ganz architektonisch richtig ausgedrückt. Die Kiste da, da gehen wir jetzt hin.
Ja, wir sind jetzt wieder raus aus dem Ozeanium. Also ich mag sowas ja nicht. Ich sage ja immer, das sind irgendwie so die Gefängnisse für Meerestiere. Aber es war schon ganz cool. Also das gehört zu einem der größten Europas und es ist irgendwie das größte zusammenhängende Becken Europas. Also das ist ja irgendwie, weiß nicht, ob das auf den Bildern so rüberkommt. Das ist ja so ein großes, rundes Becken, wo man wirklich von allen Seiten drauf gucken kann. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Und es gibt nämlich eine Besonderheit da drin. Das ist dieser der Mondfisch. Ja. Das ist der ohne Schwanz, der einmal durchs Bild schwimmt. Genau. Ja. Der sieht ein bisschen eigenartig aus. Der lässt sich nämlich, habe ich gesagt bekommen von Manuela, vielen Dank für die Info, der lässt sich nämlich fast nicht züchten. Der ist unzüchtbar sozusagen und das hier ist das einzige Aquarium, das es geschafft hat, diesen Fisch zu halten und auch zu züchten. Also, so, habe ich was gelernt. Sehr gut. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganz vielen kleinen Aquarien, da diese lustigen Würmchen, die da aus dem Sand rauskommen und wieder verschwinden, die haben mich besonders fasziniert. Und natürlich, wie Marion schon sagte, dieses zentrale Aquarium, wo man über 2 Etagen mal von oben, mal von unten gucken kann und auch hinter Felsen reingucken kann und diese Haie, die da an einem vorbeischwimmen, das ist schon irre. Also kann man sich angucken, ist genehmigt von mir, darf man hin. Wir sind in Oeiras ja jetzt angekommen vor den Toren von Lissabon und hatten nochmal eine wunderschöne Fahrt dorthin. Wir hatten ganz kräftigen Wind und vom Cabo Roca erst recht. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Welle hat geschoben. Das war nochmal ein ganz tolles Segeln. Jetzt sind wir aber da und wir haben den ersten Ausflug nach Lissabon reingemacht. Und da, wo wir noch gestutzt haben mit den Schienen, das hat sich aufgeklärt, warum das verkehrt rum ist. Portugal hatte tatsächlich früher Linksverkehr. Das ist also die Lösung. Und wir waren jetzt so ein bisschen unter der großen Brücke in dem Viertel ein bisschen unterwegs, haben uns das angeguckt. Das nächste Video sollte eigentlich von der Boot kommen und die Boot wurde ja aus bekannten Gründen abgesagt und daher haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar werdet ihr das nächste Mal ein Video bekommen, ganz voll mit Delfinen, mit ganz viel Segeln und es gibt noch ein paar Outtakes von uns. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne eure Fragen beantworten möchten. Also, wenn du irgendwas hast, was du uns schon immer mal fragen wolltest, dann rein damit in die Kommentare und wir werden ins nächste Video aufnehmen, was wir zeitlich schaffen. Und den Rest werden wir dann ein anderes Mal beantworten. Was ist, wenn nur ein Kommentar kommt? Ja, dann gibt's noch mehr Delfine und Segeln und... Schön, dass du bis hierher dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns bitte ein Like und abonniere den Kanal, mach die Glocke an, kennst du ja alles. Und schau doch bitte auf Facebook und Instagram vorbei, da bist du ein bisschen aktueller dabei. Natürlich haben wir auch einen geschriebenen Blog, da kannst du auch gerne mal reingucken, sind auch immer spannende Beiträge, die so ein bisschen anders nochmal beleuchten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.